Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki. Heute möchte ich euch mal über meine Gedanken erzählen, als ich alleine nach Deutschland ausgewandert und in Deutschland geheiratet habe. Dann, los geht's! So, ich mache heute mit Rhabarber etwas Japanisches. Mal sehen. Ja, meine Gemütsverfassung ist sehr kompliziert. Da ich gerade schwanger bin, wird sich meine Gemütsverfassung auch noch nach der Geburt verändern. Mein Kind wird mein Leben bestimmt stark verändern, aber ich freue mich darauf. Da ich jetzt noch schwanger bin, möchte ich also in diesem Video erst über meine bisherige Gemütsverfassung erzählen. Ich bin 2012 alleine nach Deutschland gereist und habe zwischen 2015 und 2016 für ein Jahr als Working Holiday in Deutschland gelebt und bin 2018 alleine nach Deutschland ausgewandert. Als ich alleine nach Deutschland gereist bin und einen Working Holiday in Deutschland gemacht habe, war ich sehr aufgeregt, weil alles für mich neu war. Alles war wie ein Abenteuer. Andere Sprachen, andere Kulturen, andere Leute, andere Orte, andere Supermärkte, andere Waren und so weiter. Deswegen war ich sehr aufgeregt und sehr neugierig. Ich hatte sogar so ein Gefühl, als ob mein Leben neu gestartet hat. Ich bin positiver, mutiger, ein bisschen offener und selbstständiger geworden. Das war meine erste Reise nach Deutschland und mein Working Holiday. Deswegen war es sehr weit weg von der Realität. Ich hatte viel Spaß in dieser Zeit. Ich habe aber damals nicht gut Deutsch verstanden. 2012 konnte ich nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch nicht gut sprechen. Deswegen war meine Reise nach Deutschland sehr abenteuerlich. Wenn man als Reise ein Land besucht oder die Sprache von dem Land nicht gut versteht, sieht man oft nur die positiven Seiten. Meine Reise und mein Working heute waren deswegen wirklich schön. Außerdem hatte ich damals kein Heimweh, weil ich dachte, dass ich jederzeit nach Japan zurückfliegen kann. Ich hatte also mein Leben in Deutschland sehr genossen. Zudem war ich noch Single. Ich war nur für mich verantwortlich. Deswegen konnte ich alles machen, was ich will. Übrigens, ich mache jetzt japanische Umepaste, also Pflaumenpaste mit Rhabarber. (2016) nach dem Working Holiday bin ich nach Japan zurückgeflogen und habe für 1,5 Jahre in Japan gearbeitet. Während ich in Japan war, wollte ich aber wieder nach Deutschland kommen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich nach Deutschland auswandere. 2018 bin ich nach Deutschland gekommen und meine Gemütsverfassung war damals sehr kompliziert, weil ich dachte, dass ich das letzte oder vorletzte Mal in Deutschland lebe. Wenn ich wieder nach Japan zurückfliegen würde, würde ich möglicherweise in meinem restlichen Leben in Japan bleiben. Deswegen habe ich mir sehr stark gesagt, dass ich dieses Mal in Deutschland etwas fortschreite. Ich habe weiter Deutsch gelernt und Jobs gesucht. Dann hatte ich mehr Schwierigkeiten als Spaß. Es war schwer aus der Sicht von Geld, Sprache, Aufenthaltserlaubnis, Kultur und Sitte. Wenn man mehr auf die Realität schaut, sieht man auch negative Seiten und hat mehr Druck.
Außerdem war ich damals Ende 20 Jahre alt. Meine meisten Freundinnen in Japan waren schon verheiratet und haben Kinder. Ich wollte aber erst machen, was ich in meinem Leben machen möchte. Trotzdem hatte ich Sorge um meine Zukunft wegen Geld, Alter, Kind und Arbeit. Deswegen war meine Gemütsverfassung damals sehr kompliziert. Ich möchte ja irgendwann heiraten, aber wo finde ich überhaupt einen Partner? War es eine gute Entscheidung, dass ich nach Deutschland auswandere? Je mehr ich darüber nachdenke, umso weniger wusste ich nicht. Zudem habe ich mich diesmal gefühlt, dass das Leben in Deutschland für mich schwierig ist. In Deutschland hatte ich sogar so ein Gefühl, als ob ich ein kleines Kind bin. In Japan konnte ich alles machen, was ich will, aber hier in Deutschland ist es wegen der Sprache für mich sehr schwierig. Ich hatte also oft Frustration. Irgendwann habe ich aber besser Deutsch verstanden. Je besser Deutsch ich verstehe, desto mehr Druck habe ich aber bekommen. Außerdem habe ich mich oft einsam gefühlt. Alles war neu für mich. Das heißt, ich muss hier neue Freunde finden und mich in einen neuen Ort niederlassen. Ich denke, alleine ins Ausland auszuwandern ist wirklich schwierig. Es ist nicht nur wegen der finanziellen Gründe, sondern auch wegen der geistigen Gründe. Allerdings hatte ich auch viel Spaß und vielmals gedacht, dass meine Entscheidung richtig war, nach Deutschland zu kommen. Ich konnte neue Dinge, neue Leute und neue Kulturen kennenlernen. Außerdem konnte ich mein Leben neu starten und mehr Fähigkeiten wie Fremdsprache und Anpassungsfähigkeiten erlangen. Übrigens, ich habe 2 Rhabarber geschnitten. Das koche ich kurz mit Salz. Was mein Leben noch glücklich gemacht hat, war, dass ich mit meinem Mann geheiratet habe. 2019 habe ich mit einem deutschen Freund geheiratet, den ich schon lange kannte. Nachdem ich mit ihm geheiratet habe, ist mein Leben wirklich wunderschön geworden. Allerdings habe ich manchmal Schwierigkeiten. Der Lebensstil in Deutschland ist für uns am besten und möchte sowieso noch in Deutschland leben, aber ich werde manchmal nostalgisch und habe Heimweh, weil ich weiß, dass ich nicht mehr oder nicht so lang in Japan leben würde. Ich erinnere mich manchmal an mein Leben in Japan und möchte nochmal erleben, das ich in Japan gemacht habe. Wieso ich aber manchmal Heimweh habe, ist vielleicht, dass ich nicht so einfach nach Japan fliegen kann. Ich bin verheiratet und jetzt schwanger. Die Entscheidung, dass ich nach Japan fliege, ist nicht nur von meiner Entscheidung, sondern auch die von meiner Familie. Des Weiteren ist Japan viel zu weit entfernt von Deutschland. Ich vermisse natürlich meine blutsverwandte Familie in Japan und wenn man alleine ins Ausland auswandert und dort eine Familie aufbaut, dann fühlt man sich manchmal einsam und wird abhängig vom Partner oder der Familie. Mein Mann versteht mich sehr gut und versucht, meine solche Gemütsverfassung zu verstehen. Deswegen muss ich nicht unbedingt sofort nach Japan fliegen und kann jetzt alles positiv denken. Es gibt oft Vor- und Nachteile, auch beim Auswandern. Nachdem ich mit ihm geheiratet habe,
kann ich zu Hause zwei verschiedene Kulturen erleben. Zudem habe ich jetzt weniger Sorge um die Zukunft. So, mittlerweile ist Umepaste fertig gekocht. Das kann man mit Reis statt Umeboshi essen. Meine Gemütsverfassung in Deutschland ändert sich aber auch jetzt hoch und runter. Da ich sowohl in Japan als auch in Deutschland leben kann, denke ich alles möglicherweise kompliziert nach. Aber ich denke, jeder hat verschiedene Gemütsverfassungen, vor allem wenn man im Ausland wohnt. Aber auch wenn man in seinem Land lebt, ne? Vielleicht könnt ihr mich gut verstehen oder vielleicht nicht gut verstehen, aber ich wollte hier kurz meine Gemütsverfassung in Deutschland vorstellen, weil ich dachte, dass das Video möglicherweise für jemanden hilfreich sein könnte. Was ich wichtig finde, ist, dass man auch im Ausland jemanden hat, dem man seine Sorge, Ängste und so weiter erzählen kann. So, Umepaste ist auch fertig. Das war meine Gemütsverfassung in Deutschland, als ich nach Deutschland ausgewandert bin und in Deutschland mit einem deutschen Mann geheiratet habe. Habt ihr auch eine Erfahrung, ins Ausland auszuwandern? Wie ist eure Gemütsverfassung im Ausland? Oder möchtet ihr ins Ausland auswandern? Schreibt es gerne in die Kommentare. Zuletzt kann ich euch sagen, dass ich jetzt in Deutschland glücklich bin. Ich bedauere mich jetzt gar nicht, dass ich nach Deutschland ausgewandert bin. Der größte Grund ist vielleicht wegen der Heirat, aber ich mag das jetzige Leben in Deutschland und freue mich, dass ich mich so entschieden habe, nach Deutschland auszuwandern. Bitte lasst einen Abo da und gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!